Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen auf meinem Kanal I Love Kuba. Heute reden wir ein wenig über die Ereignisse vom 15. November. Neben der touristischen Öffnung des Landes und dem Schulstart in die Normalität wurden im Vorfeld weitreichende Demonstrationen bzw. Märsche angekündigt. Hierzu habe ich am 14. November auch einen Short veröffentlicht. Neben den Märschen in Kuba selbst wurden auch weltweit Märsche angekündigt und auch umgesetzt. Im Netz sind viele Videos und Beiträge aus vielen verschiedenen Ländern zu finden, in denen die Märsche zu sehen sind. Aus Kuba selbst hörte und sah man nur wenig bis gar nichts. An dieser Stelle muss man allerdings auch sagen, dass die Polizei- und Militärpräsenz vielerorts höher war als normal und weiß gekleidete Personen im Fokus standen. Dies kann man zwar so auch nicht unbedingt verallgemeinern, da es auch viele Bereiche gab, in denen die Polizeipräsenz eben nicht höher war als sonst, aber grundsätzlich kann man vielleicht sagen, dass im Allgemeinen die Ängste vor eventuellen Repressalien vorhanden waren und das der Grund war oder einer der Gründe, weswegen halt die Märsche im Land selber eher ausblieben. Hier geht es aber auch nicht nur um Polizei und Militär, auch kubanische Bürger stellten sich gegen die Bewegung 15 de Noviembre. Es ist und bleibt eine sehr schwierige Situation, bei dem es nun mal nicht so einfach ist, wie es manch einer darstellt. Ich stelle mir verschiedene Fragen. Wie hoch ist der Anteil der Bevölkerung, welcher hinter der Regierung steht? Woher stammen die meisten Stimmen gegen die Regierung? Von wenigen im Land, von vielen im Land, eher aus dem Ausland? Man hört immer wieder, die Kubaner wollen dies, die Kubaner wollen das, aber so einfach kann man das eben nicht sagen. Es existiert eine Spaltung und was für mich noch nicht ganz klar ist, wie groß ist diese. Zumindest aber bei im Ausland lebenden Kubanern ist die Spaltung deutlich merkbar. In Kuba selbst hört man nur hin und wieder mal etwas. Wie bei allen Themen können die Gemüter auch hochkochen, wenn man nur in seiner Bubble bleibt. Wer seine Infos größtenteils aus Social Media hält und das ohne Quellangaben, dem muss klar sein, wie Social Media funktioniert und im Rahmen der eigenen Bubble bekommt man zu gleichen oder ähnlichen Themen ja auch immer wieder weitere Vorschläge. Auf diese Weise empfindet man ja immer mehr Bestätigung, was einerseits gut ist, andererseits aber auch zu Unempfänglichkeit für andere Meinungen führen kann. Ich versuche mich neben meinen eigenen Kontakten und verschiedenen Nachrichtenseiten, auch im Social Media, in den Gruppen der Pro und Contra zu informieren. Auf beiden Seiten liest und hört man immer wieder, dass die jeweils andere Seite nur Lügen verbreitet. Das Wording ist bei beiden in vielen Dingen tatsächlich sehr ähnlich. Ich versuche mich so weit wie möglich neutral zu halten, wobei meine Priorität sowohl bei meiner Familie als auch bei der Familie meiner Frau in Kuba liegt. Vielleicht kurz zu meiner Familie bzw. auch der Familie meiner Frau. Der Kern lebt bei Santiago. Einige leben auch in Havanna und aber auch im ganzen Land verteilt. Dazu lebt ein Großteil auch in den USA, unter anderem in Florida, Texas, New York. In Europa und Asien leben auch ein paar. Unsere Familien sind also weit verteilt, weswegen ich beide Seiten, also Pro und Contra, durchaus in vielen Punkten verstehen kann. Naja, jetzt wurde es doch etwas persönlicher, als ich dachte. Schauen wir auf jeden Fall nochmal zurück auf den gestrigen Tag, also den 15. November. Es gab einige Märsche im Land, aber effektivere und lautere Stimmen kamen aus dem Ausland von großteils im Ausland lebenden Kubanern. Ich bin gespannt, ob es einen Effekt haben wird und was sich gegebenenfalls ändern wird. So wie viele andere auch, denke ich auch, dass es eine Änderung geben muss. Warten wir ab, was passiert. Ja, schauen wir mal in den nächsten Tagen auch, inwiefern es da nochmal nennenswerte Informationen geben wird. Wenn ja, dann werde ich diese auch auf jeden Fall mitteilen. Gut, ja, wenn du also nichts weiteres verpassen möchtest zu Themen rund um Kuba, dann abonniere meinen Kanal, sofern du das noch nicht getan hast, um auch dort entsprechend auf dem Laufenden zu bleiben.
Ansonsten sehen wir uns spätestens am nächsten Sonntag. Bis dahin, Saludos, ciao.